Yamaha-Chef, Teamchef von Pramac Yamaha, fand für Toprak Razgatlıoğlu solche Worte, dass er in der Motorwelt für Aufsehen sorgte. Der erfahrene Manager sagte, Toprak erinnere ihn an 2 Weltmeister, mit denen er in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Dabei beschränkt sich dieses Lob nicht nur auf seinen Charakter. Auch Yamahas tatsächliche Meinung über Toprak, die Pläne für 2027 und bemerkenswerte Details aus dem Test in Brünn wurden zum ersten Mal so deutlich dargelegt. Die Bewertungen zu Toprak Razgatlıoğlu, der gerade seine erste Saison in der MotoGP bestreitet, beschränken sich nicht nur auf seine Ergebnisse auf der Rennstrecke. Die jüngsten Äußerungen von Yamaha-Chef, dem Teamchef von Pramac Yamaha, waren eines der auffälligsten Beispiele dafür. Der italienische Manager äußerte sich zur bisherigen Leistung des türkischen Fahrers und brachte dabei sowohl seine Zufriedenheit mit dessen Entwicklungsprozess zum Ausdruck als auch, dass dessen Charakter ihn an 2 Weltmeister erinnere, mit denen er in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Diese Worte werden nicht nur als Lob gewertet, sondern auch als Zeichen für das innerhalb des Teams entstandene Vertrauensklima. Dass in einer Kategorie wie der MotoGP, in der es äußerst schwierig ist, sich anzupassen, derart positive Äußerungen fallen, ist ein wichtiges Signal dafür, dass Toprak auf dem richtigen Weg ist. Der wirklich bemerkenswerte Punkt in Chefs Äußerungen beschränkte sich jedoch nicht nur darauf. Das erste Thema, auf das Chef einging, war, dass die Erwartungen weniger mit den aktuellen Ergebnissen als vielmehr mit dem Entwicklungsprozess zu tun hätten. Nach Ansicht des erfahrenen Teamchefs entwickelt sich Toprak gemäß den zu Saisonbeginn festgelegten Zielen, was sowohl den Fahrer als auch das Team zufriedenstellt. Auch wenn viele Außenstehende ihn gerne in der Spitzengruppe kämpfen sehen würden, macht es die aktuelle technische Situation nicht gerade einfach, dies zu verwirren. Chef betonte, dass die Yamaha YZR M1 noch nicht das Niveau erreicht habe, um Podiumsplätze mitzukämpfen, und hob in seiner Einschätzung insbesondere die Grenzen des Motorrads hervor. Damit machte er deutlich, dass die erzielten Ergebnisse nicht allein mit der Leistung des Fahrers erklärt werden können. Aus Sicht des Teams liegt der Fokus des Prozesses eher auf langfristigen Fortschritten als auf kurzfristigen Erfolgen. Es ist bekannt, dass viele erfolgreiche Fahrer, die in die MotoGP wechseln, in den ersten Monaten mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Auch Toprak durchläuft gerade eine ähnliche Phase. Laut Chef sind die Probleme, die in den ersten Rennen der Saison auftraten, noch nicht vollständig beseitigt. Dennoch gehört die Tatsache, dass der türkische Fahrer keine Abstriche bei seiner Arbeitsdisziplin macht, zu den Aspekten, mit denen das Team am zufriedensten ist. Insbesondere die sorgfältige Umsetzung des Feedbacks der Ingenieure und die Tatsache, dass er jede Woche neue Fortschritte erzielt, werden als wichtigste Indikatoren für seine Entwicklung gewertet. Auch wenn die Platzierungen auf der Rennstrecke nicht immer auf dem gewünschten Niveau liegen, gehören die positiven Signale in Bezug auf die Datenanalyse und die Fahrentwicklung zu den grundlegenden Faktoren, die bei Yamaha für einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft sorgen. Wenn man von Toprak Razgatlıoğlu spricht, fällt einem als erstes sein ganz eigener Fahrstil ein, den er über Jahre hinweg in der Superbike-Weltmeisterschaft gezeigt hat. Insbesondere seine Fähigkeit zum harten Bremsen und sein Gespür dafür, das Motorrad bis an die Grenzen zu bringen, gelten als die wichtigsten Eigenschaften, die ihn von seinen Konkurrenten abheben. Chef hob diese besondere Begabung hervor und erklärte, dass Toprak nicht nur durch seine Leistung auf der Rennstrecke, sondern auch durch seine Persönlichkeit auffalle. Der erfahrene Manager erklärte, dass er aufgrund seiner Einstellung zum Team und seiner bescheidenen Art an Nicolas Tirol und Luis Alonso, den ehemaligen Teamkollegen von Marc Marquez, erinnert werde, mit denen er in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Ein solcher Vergleich ist von besonderer Bedeutung, da der Schwerpunkt weniger auf der Geschwindigkeit als vielmehr auf dem Charakter liegt. In der MotoGP richten sich die Augen nicht nur auf die aktuelle Saison. Die neuen technischen Vorschriften, die 2027 in Kraft treten werden, prägen bereits jetzt die Vorbereitungspläne aller Hersteller. Ab diesem Zeitpunkt wird die Meisterschaft auf 850 Kubikzentimeter Motoren umgestellt und Pirelli wird der Reifenlieferant sein. Seit langem wird spekuliert,
dass diese Änderungen für Toprak von Vorteil sein könnten. Der wichtigste Grund dafür ist, dass der türkische Fahrer während seiner Superbike-Karriere jahrelang mit Pirelli-Reifen gefahren ist. Die Tatsache, dass die ihm vertrauten Reifeneigenschaften nun auch in die MotoGP übertragen werden, gilt als einer der wichtigsten Faktoren, die den Anpassungsprozess beschleunigen könnten. Natürlich wird die Zeit zeigen, inwieweit dies auf der Rennstrecke einen Unterschied machen wird, doch genau dieser Veränderungsprozess ist der Hauptgrund für die gestiegenen Erwartungen. Die nach dem Grand Prix von Tschechien auf der Rennstrecke von Brünn durchgeführten 850 Kubikzentimeter Tests boten Yamaha eine wichtige Gelegenheit zum Testen. Toprak Razgatlioglu war der einzige Fahrer aus dem Werksteam, der auf die Strecke ging. So hatte er die Chance, sowohl das komplett neu entwickelte Motorrad als auch die Pirelli-Reifen zum ersten Mal unter denselben Bedingungen zu testen. Das Ziel der Tests bestand weniger darin, Rundenzeiten zu jagen, als vielmehr darin, Daten zu sammeln, um das zukünftige Gesamtpaket besser zu verstehen. Während jedes Feedback für die Ingenieure von großem Wert war, gehörten auch Topraks Kommentare zu dem Motorrad mit seinen unterschiedlichen technischen Eigenschaften zu den wichtigen Faktoren, die die Richtung der Entwicklungsarbeit bestimmen werden. Aus diesem Grund hatten die Fahrten in Brünn eine weitaus größere Bedeutung als ein gewöhnlicher Test. Yamaha-Chef erklärte, dass die Gesamtbilanz nach den Testfahrten in Brünn vielversprechend sei. Der Teamchef wies darauf hin, dass sich der Entwicklungsprozess noch in der Anfangsphase befinde, sagte jedoch, dass sie dennoch auf dem richtigen Weg seien. Chef erklärte insbesondere, dass das Motorrad dank der neuen Motorkonstruktion etwas näher an die Konkurrenz herangerückt sei und fügte hinzu, dass sich die Pirelli-Reifen besser an Topraks Fahrstil anpassten. Diese Einschätzung ist nicht nur im Hinblick darauf wichtig, dass sich der Fahrer wohlfühlt, sondern auch, damit das Potenzial des Motorrads voll ausgeschöpft werden kann. Denn die Harmonie zwischen Fahrer und Reifen gilt in der modernen MotoGP als einer der entscheidenden Faktoren, die die Leistung direkt beeinflussen. Trotz allem ist man bei Yamaha noch nicht der Meinung, dass das Ziel erreicht wurde. Dass Chef in seinen Aussagen besonders auf die Bereiche hingewiesen hat, in denen noch Verbesserungsbedarf besteht, war der deutlichste Beweis dafür. Er erklärte zwar, dass bei der allgemeinen Ausgewogenheit des neuen 850 Kubikzentimeter Motorrads deutliche Fortschritte erzielt worden seien und sich auch die Leistung positiv verändert habe, machte jedoch klar, dass noch viel Arbeit vor ihnen liege. Diese Herangehensweise zeigt, dass das Team eine realistische Einschätzung vornimmt. Anstatt in einer frühen Phase große Ambitionen zu verkünden, zieht es das Team vor, Schritt für Schritt voranzukommen und plant, die technische Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu strecken. Damit zielt es darauf ab, solide Grundlagen zu schaffen, um in Zukunft ein wettbewerbsfähigeres Gesamtpaket zu erreichen. Betrachtet man Chefs Äußerungen in ihrer Gesamtheit, ergibt sich ein klares Bild. Pramac Yamaha konzentriert sich nicht nur auf die aktuellen Ergebnisse von Toprak Razgatlioglu, sein Lernwillen, seine Arbeitsdisziplin und die starke Kommunikation, die er mit dem Team aufgebaut hat, werden als ebenso wertvoll angesehen wie seine Leistung auf der Rennstrecke. Für einen Fahrer, der seine erste Saison in einer extrem anspruchsvollen Meisterschaft wie der MotoGP bestreitet, ist dieses Klima des Vertrauens von großer Bedeutung. Es ist klar, dass die Erwartungen in der kommenden Zeit weiter steigen werden, da sich das Motorrad weiterentwickelt und die technischen Vorschriften für 2027 in Kraft treten. Das Einzige, was derzeit feststeht, sind die deutlichen Signale der Yamaha-Führung, dass sie mit Topraks Entwicklung zufrieden ist und ihre Hoffnungen für die Zukunft aufrechterhält.